Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute mal wieder ein Unity-Video. Wenn du schon öfter zugeschaut hast, dann weißt du, ich mache in erster Linie Unity-Tutorials, aber auch JavaScript und Arduino gibt es bei mir regelmäßig. Wenn dich das interessiert, würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Heute schauen wir uns an, wie wir die DALL-E 2 API in Unity nutzen können. Zuerst mal, was ist DALL-E 2 überhaupt? DALL-E 2 ist eine KI, die Bilder aus Textbeschreibungen erstellt. Auf der Webseite von OpenAI findest du einige Beispiele und da kannst du auch das dort ausprobieren, wenn du dir einen kostenlosen OpenAI-Account zulegst. Über diese KI-Anbieter gab es viele Kontroversen im letzten Jahr, ob jetzt alle Grafikdesigner arbeitslos werden und wie es um die Urheberrechte steht, ob man solche Bilder kommerziell nutzen darf und so weiter. Laut OpenAI darf man das, aber dazu solltest du dich vor der Verwendung nochmal genau erkundigen, wenn du das kommerziell verwendest. Darum soll es aber nicht gehen jetzt, sondern einzig darum, wie man mit der Programmierschnittstelle der sogenannten API umgeht. Über die Programmierschnittstelle kannst du das Ganze auch von Unity aus direkt verwenden, also direkt KI-generierte Bilder in dein Spiel oder deine App holen. Zum Testen und Entwickeln der App hast du 18 $ frei. Das sind etwa 1000 Bilder, je nach Auflösung. Hier in der Dokumentation ist kein C-Sharp oder Unity-Beispiel, aber hier aus dem Python-Beispiel ist eigentlich alles ersichtlich. Wir brauchen Prompt, dieses N und Size in unserem Request. Prompt ist die Bildbeschreibung, die Anzahl der Bilder darf Werte von 1 bis 10 haben und Size 256, 512 oder 1024 Pixel. So, dann wollen wir uns mal die Bilder in Unity holen. Ich habe zu diesem Zweck eine kleine Beispiel-App erstellt, die ich dir kurz vorführen kann. Man kann also hier eine Beschreibung angeben, man kann die Anzahl der Bilder einstellen und die Auflösung. Anschließend wird das Bild über die API geholt und dargestellt. Also, hier haben wir unser Bild. Diese Beispiel-App hat auch einen AR-Teil. Man kann sich also die erstellten Bilder irgendwo hinhängen, zum Beispiel in den Garten, so wie ich hier. Hier an dieser Stelle soll es aber um die reinen Bilder gehen, also um das Skript, das die API anspricht. Schauen wir uns das also mal an und zwei weitere kleine Skripte, die für die Anfrage und die Antwort der API genutzt werden. Du brauchst zunächst diese zusätzlichen Namensräume Networking, System, System.text und Newtonsoft.json. JSON brauchen wir, denn wir müssen unsere Anfrage im JSON-Format stellen und bekommen auch die Antwort als JSON zurück, also wie bei jeder API üblich. Zunächst hier die Felder, die wir schon in der Komponente gesehen haben und die URL für unsere Anfrage bei openai.com. Hier noch unser Callback, also die Methode, die aufgerufen werden soll, wenn die Daten erfolgreich geholt wurden. Natürlich brauchen wir eine Authentifizierung. Wir müssen uns gegenüber der API als rechtmäßiger Nutzer ausweisen. Wir bekommen also von OpenAI einen Schlüssel, einen API-Key oder moderner auch Bearer-Token genannt. Diesen Schlüssel sollte man keinesfalls einfach so in den Quellcode schreiben. Die Gefahr, dass er in falsche Hände gerät, wäre viel zu hoch. Ich habe meinen Schlüssel hier während der Entwicklung als Umgebungsvariable gespeichert. Würde ich den Quellcode also jetzt teilen mit anderen, wäre der Schlüssel nicht dabei. Bei Veröffentlichung des Programms sieht es natürlich anders aus. Da man .NET-Code, also auch Unity-Quellcode, leicht dekompilieren kann, sollte man bei veröffentlichten Programmen natürlich weitere Maßnahmen ergreifen, aber das ist wieder ein anderes Thema und führt hier jetzt zu weit. In dieser Methode werden die Daten angenommen und für die Anfrage an die API aufbereitet. Man kann das Holen der Bilder also entweder von außen starten über diese öffentliche Methode oder Start on Awake auf To setzen. Dann geht es gleich beim Starten los mit den im Inspektor zugewiesenen Daten. Schließlich würde dann hier der JSON-String mit den Daten erstellt und an die sendende Coroutine übergeben. Der Body-String
würde also zum Beispiel so aussehen. Zum Erstellen der Daten habe ich hier eine Instanz von DALL-E Buddy erzeugt. Natürlich hätte man auch einfach einen String aus den Daten zusammenhalten können, aber so und mit einem entsprechenden Konstruktor ist es schon sauberer. Die Anfrage wird dann hier gesendet via Post-Request in einer Coroutine, weil das Ganze ist ja asynchron, zeitversetzt. Der Content-Type ist JSON natürlich und wir brauchen, wie gesagt, den API-Key, um uns auszuweisen. Wenn das geklappt hat, bekommen wir unsere Antwort ebenfalls als JSON und übergeben diese an die Callback-Methode. Wir bekommen also quasi eine Liste von URLs, wo wir unsere Bilder holen können. Auch hier wird wieder ein Objekt genutzt, um die JSON-Daten zu nutzen. Und in der Coroutine Download Texture wird dann anschließend das Bild oder die Bilder runtergeladen. Am Ende wird ein Array mit den Texturen über eine Callback-Methode zurückgegeben. Zuvor kann den Texturen noch das DALL-E 2 Wasserzeichen hinzugefügt werden und hier in setSprite wird dann die Textur sichtbar als Sprite dargestellt. Die letzte Methode, wie bereits erwähnt, fügt bei Bedarf das DALL-E 2 Wasserzeichen der Textur hinzu. Jetzt steht einem Spiel mit DALL-E 2 Bildern nichts mehr im Wege, einzig der Preis für den Dienst vielleicht. Wie bereits erwähnt, du kannst das Ganze kostenlos testen mit einem Testguthaben von $18. Danach ist es mit ca. 1,8 Cent pro Bild doch recht teuer, denke ich. Was meinst du, lohnt sich sowas für ein Spiel oder eine App? Lässt sich das verdienen? Schreib deine Meinung gerne in die Kommentare, lass mir gerne ein Like da oder sogar ein Abo und dann bis bald zum nächsten Tutorial.